Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben vor ein paar Jahren eine DVD von Eric Peters Highlands and Islands gesehen, wo Schottlands Herz am lautesten schlägt. Diese DVD hat uns dazu inspiriert, folgende Tour durch Schottland zu machen. Viel Spaß dabei! Zunächst fahren wir mit unserem Pkw und dem Motorradanhänger bis nach Rotterdam, um von dort aus dann unsere Motorradtour zu starten. Von Rotterdam geht es nach Amsterdam an den Fährhafen, wo wir dann über Nacht nach Newcastle fahren. King Seaways, die 1987 als Niels Holgersen gebaut wurde, wurde mehrmals umbenannt und seit 2011 heißt sie letztendlich King Seaways. Das Schiff ist ein Fährschiff der dänischen Reederei DFDS, das die Route von Amsterdam nach Newcastle hin und zurück regelmäßig hinter sich legt. Die Fahrstrecke bedeutet in der Regel so 14 Stunden Fahrt auf offener See. Wenn man mit einem Zweirad unterwegs ist, dann wird man hier mit besonderer Priorität behandelt. Denn wir dürfen als erstes an Bord, bevor die PKWs und LKWs dann nachrücken. Ich dachte mir, dass wir viel zu viel Gepäck an Bord hatten, aber als ich hier diese Goldwings entdeckt habe mit ihrer Campingausrüstung und Angelbooten an Bord, wusste ich, dass es noch Luft nach oben gibt. True love never dies. Plenty of bumps along the way. They'd be lying if they said they liked each other every day. True love never dies. Somebody take a picture. About forever from
reaches out his arm to hold her. Wir starten pünktlich in Amsterdam und haben nun 14 Stunden Seefahrt auf dem Weg nach Newcastle vor uns. Laut Wetterprognose soll die See bei der Überfahrt ziemlich ruhig sein. Und aus diesem Grunde freuen wir uns auf unser Dinner. Together until they reach the other side. True love never dies. Die Überfahrt lief besser als erwartet. Wir wurden nicht seekrank und nach dem Frühstück laufen wir auch schon in Newcastle ein. Die Grenzkontrolle bei der Einreise nach England verläuft relativ zügig. Jetzt müssen wir uns nur noch an den Linksverkehr gewöhnen. Wir sind nun endlich in England. Unsere Route führt uns zunächst in Richtung Alnwick Castle und dann weiter an die Landesgrenze nach Schottland zum Jedburgh Abbey.
Das Alnwick Castle ist eine Schlossanlage im englischen Alnwick. Es ist nach Windsor Castle der zweitgrößte Adelssitz Englands und der Stammsitz der Familie Percy. Die Angehörige der Familie Percy hatten seit dem 14. Jahrhundert den Titel eines Earls und seit dem 18. Jahrhundert sogar den Titel eines Dukes of Northumberland. Wir fahren dann weiter Richtung Edinburgh, wo wir die nächsten 2 Tage übernachten werden. Wir überqueren nun die Grenze von England nach Schottland und das Ganze natürlich ohne Grenzkontrolle. Die Jedburgh Abbey, eine Ruine eines ehemaligen Augustinerklosters, liegt im Grenzgebiet zwischen England und Schottland auf der schottischen Seite und wurde deswegen auch schon mehrmals zerstört. Die Ruine hat kein Dach, keine Fenster mehr. Sie wirkt wie ein stolzes Gerippe eines einst mächtigen Körpers und das war die Jedburgh Abbey tatsächlich eine strahlende Klosterkirche. Es war ihr Standort, der immer wieder Probleme einbrachte, das Grenzgebiet. Denn in Jedburgh, der Ort, in dem die Kirche steht, liegt etwa 20 Kilometer entfernt von der Grenze zu England, einer stets hart umkämpften, sich ständig bewegenden Grenze zwischen 2 Königreichen. Wir sind nun in Edinburgh in unserem Hotel angekommen und genießen es, dass wir unsere 2 Motorräder auf einem privaten Parkplatz sicher abstellen können. Über der Stadt thront das Edinburgh Castle. Die Burg beherbergt die schottischen Kronjuwelen und den sogenannten Stein der Vorsehung, der bei der Krönung der schottischen Könige zum Einsatz kam. Vom dramatischen Hausberg Arthur's Seat im Holyrood Park bietet sich ein weiterer super Blick auf die Stadt. Kleiner Tipp, wer wie wir mit dem Bus in die Innenstadt fahren will, sollte abgezähltes Geld dabei haben. Der Busfahrer kann leider nicht wechseln. Edinburgh ist eine kompakte, hügelige Hauptstadt, die Hauptstadt von Schottlands. Neben der mittelalterlichen Altstadt weist die Stadt auch eine elegante New Town mit Gartenanlagen und neoklassizistischen Gebäuden auf.
Edinburgh ist eine sehr alte, hektische und mit Touristen überlaufene Stadt, selbst im Mai. Wir genießen zwar die Atmosphäre, auch abends in den Pubs, sind aber froh, wenn wir am nächsten Tag wieder mit den Motorrädern auf einsamen Pfaden unterwegs sein können. Heute machen wir mit den Motorrädern eine kleine Rundtour an die Ostküste zum Bass Rock. Der Bass Rock ist ein gigantischer Felsen, 2 Kilometer vor der Küste. Man findet dort einen Leuchtturm und jede Menge Vögel. I've longed for this place for so long. Now I lay me down and be long. And I breathe in the air fresh from the blessed Midwest. I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my home, the blessed Midwest. I am torn, I am bleeding, seen many souls, many holy. Remember their faces and hope. Oh, till we meet again, oh, and I breathe in the air fresh from the blessed Midwest. Die Küste südlich von Edinburgh lädt uns immer wieder zum Verweilen ein. Nicht nur, dass das Wetter passt, man hat immer wieder einen tollen Blick zurück auf die Stadt. Turn again to my home, the blessed Midwest, the blessed Midwest. And I breathe in the air fresh from the blessed Midwest. I'm held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my home, the blessed Midwest, the blessed Midwest. Circa 20 Kilometer südlich von der Hauptstadt Schottlands gehört die Straße dem Motorradfahrer. Wir genießen die kurvenreiche Strecke entlang der Küste.
Wir sind am Bass Rock angekommen, ein gigantischer Felsen, circa 2 Kilometer vor der Küste, der von ganz seltenen Vögeln besucht wird, die dort nisten. Von Weitem sieht er aus wie ein weißer Felsen. Von der Nähe sieht man, dass das alles Vogelkot ist. Wir genießen die Sonne am Strand und die milden Temperaturen und fahren dann am Nachmittag zurück in unser Hotel Richtung Edinburgh. Diesmal findet keine Besichtigung der mächtigen Burg oberhalb der Stadt Edinburgh statt. Vielleicht das nächste Mal. Bei einem guten Glas Bier lassen wir den Abend ausklingen und genießen die schöne Zeit in Edinburgh. Morgen geht es jetzt los in die Highlands und wir werden einiges erfahren. Die Forth Bridge ist eine zweigleisige Eisenbahnbrücke, sehr sehenswert, über den Firth of Forth, den weit ins Land reichenden Mündungstrichter des Flusses Forth in Schottland. Diese Brücke ist Weltkulturerbe und wir halten kurz zu einem Fotostop an. Auf dem Weg in das nahegelegene hohe Skigebiet Glen Ski erwartet uns der Regen und wir dürfen zum ersten Mal unsere Regenklamotten anziehen. Wir fahren hoch zum Glen Ski Center, ein alpines Schneesportgebiet im schottischen Hochland. Es befindet sich oberhalb des Passes auf über 1000 Meter und wird gerne als nahegelegenes Skigebiet von den Schotten aus Edinburgh genutzt. Obwohl die Skisaison schon beendet ist, sind wir froh, dass das Café noch geöffnet hat und wir einen heißen Tee zu uns nehmen können.
Landschaft hier ist faszinierend und lenkt uns davon ab, dass es immer mal wieder einen kräftigen Regenschauer gibt oder auch starke Winde. Wir haben uns zwar an den Linksverkehr mittlerweile gewöhnt, aber was wir immer wieder beachten müssen, ist, dass rechts und links der Straße viele Karnickel und Hasen, aber auch viele Schafe unseren Weg kreuzen. Und da ist immer Vorsicht geboten. Auf kleinen asphaltierten Straßen fahren wir weiter in die Highlands und halten immer wieder zu einem Fotostop an. Faszinierende Landschaft. Wir kommen nun in Grantown-on-Spey an und dort werden wir 2 Nächte übernachten, weil wir am nächsten Tag einen Rundkurs fahren, den berühmten Whisky and Castle Trail. Wir fahren auf kleinsten Straßen an die Ostküste zum Donatar Castle in der Nähe der Stadt Stonehaven. Zurück geht es über den berühmten Whisky Trail, eine Straße für Whisky-Liebhaber, denn eine Distillerie nach der nächsten reiht sich hier auf.
Wir lassen uns von dem typischen schottischen Wetter nicht abschrecken. Die Temperaturen sind mild, aber es regnet halt. Und wir haben wasserdichte Regenklamotten an und genießen dennoch die Fahrt hier Richtung Ostküste. Wir kommen an einem interessanten Steinkreis, der 1792 erstmals beschrieben wurde, vorbei. In der Mitte des Steinkreises Tom Nevery Stone Circle befindet sich ein Scheiterhaufen. Der Kreis wurde etwa im 16. Jahrhundert vor Christi erbaut. Und da ist sie endlich. Die Burg auf den über 50 Meter hohen Klippen scheint nahezu uneinnehmbar. Versucht wurde es dennoch und deswegen hat diese schottische Burg auch eine bewegte Geschichte. Ein wenig Puste sollte man schon mitbringen und das mit Motorradanzug und Regenklamotten. Denn wer auf das Castle will, muss ca. 200 Stufen erklimmen und das jeweils auf dem Hin- und Rückweg. Was für heutige Besucher eine Herausforderung ist, war damals aber der beste Schutz vor Angreifern. Denn die Burganlage befindet sich auf einem Plateau, dessen Flanken 50 Meter steil abfallen zum Meer. Lediglich eine schmale Landzunge verbindet den Fels mit dem Festland und die senkt sich zunächst ab, um dann wieder zum Burgtor anzusteigen. Nach einem ausgiebigen Castle-Besuch im strömenden Regen wird es nun Zeit, eine Whisky-Distillery zu besuchen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die berühmteste in Schottland, Glenfiddich. Wir ärgern uns, dass wir mit den Motorrädern unterwegs sind und nicht die angebotene Whiskyprobe besuchen können. Aber das holen wir heute Abend in unserem Hotel nach. Am nächsten Tag fahren wir weiter Richtung Norden und dann an die Westküste. Mal schauen, wie dort das Wetter ist.
Unsere Planung führt uns zunächst nach Inverness, die Highland-Metropole. Sie ist die nördlichste Stadt Großbritanniens, Hauptstadt der Highlands und Tor in den Norden Schottlands. Die Geschichte von Inverness, natürlich blutig, was sonst. Die Stadt wurde erst im Jahr 2000 zur City erklärt, also zur Großstadt. Kein Wunder, denn mittlerweile arbeiten und leben hier ca. 60.000 Schotten. Für die Highlands eine gewaltige Zahl. Wir haben leider keine Zeit, die Touristenhochburg Inverness zu besuchen. Sie liegt am Fluss Ness, dem berühmten Fluss, der aus dem Loch Ness entspringt. Inverness war auch immer ein wichtiger strategischer Punkt im Kampf um Schottland. Wer die Stadt und die Brücke kontrollierte, hatte die Macht über die Highlands. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Wir fahren über den Moray Firth, eine sehr große Bucht der Nordsee an der Nordküste Schottlands. Der Moray Firth gilt als der größte Firth Großbritanniens. Diese Meeresbucht in der Form eines etwa gleichseitigen Dreiecks ist tektonisch vorgeformt. In der letzten Eiszeit war sie teilweise ganz vergletschert. Kaum verlassen wir die Bucht, kommt auch schon wieder die Sonne raus und wir müssen überlegen, ob wir jetzt die Regenklamotten anlassen oder wieder ausziehen. Vor einigen 100 Jahren haben die Schotten fast keinen Wald mehr gehabt, weil sie das Holz für den Schiffsbau nutzten. Wenn man jetzt durch die Highlands fährt, sieht man immer noch kahle Flächen.
never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. Der Dornoch Firth ist ein Meeresarm der Nordsee an der schottischen Ostküste, der etwa 35 Kilometer in ostwestlicher Richtung in die Landmasse hineinragt. Die Küste ist hier sehr dünn besiedelt und wir genießen es, dass wir mit wenig Verkehr weiter in den Highlands unterwegs sein können. I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. I never thought it could be better until I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. Je weiter wir nach Norden fahren, umso einsamer werden die Straßen, nicht zu glauben. Ich habe das Gefühl, dass wir nun endlich in Schottland angekommen sind. Nur noch Single-Track-Roads. Und wenn ein schottischer Fahrer mit einem PKW von Weitem ein Motorrad kommen sieht, dann fährt er zur Seite und wartet, bis man mit dem Motorrad vorbeigekommen ist. Denn Motorradfahrer sind für die Schotten Touristen und die behandelt man mit Vorzug. Wirklich super nett.
Die Landschaft ist faszinierend. Sowas kann man nur in nordischen Ländern erleben. Sieht man nicht in Italien, Österreich, Frankreich oder Spanien. Wer noch nie im Norden war, sollte unbedingt in seinem Motorradleben einmal in den Norden fahren. Irland, Schottland, Schweden, Norwegen oder Finnland. Es ist immer das Gleiche. Die faszinierende Landschaft, die kurvenreichen Strecke, die einsamen Pfade. Sowas erlebt man wirklich nicht in Südeuropa. Aber man muss natürlich immer mal wieder mit Regen und mit Wind rechnen. Und demzufolge hat man natürlich auch entsprechende Ausrüstung dabei. Insofern kann ich das jedem nur empfehlen, einmal in sein Motorradleben in den Norden zu fahren. Wir kommen nun in unserem kleinen, sehr schönen Hotel trocken mit den Motorrädern an und werden ganz nett vom Eigentümer in schottischer Nationaltracht begrüßt. An der Bar lädt man uns zu einem traditionellen einheimischen Whisky ein, um die Wartezeit bis zum Abendessen zu verkürzen. Und wer das Vorurteil hat, dass die Schotten nicht gut kochen können, der wird vor Ort eines Besseren belehrt. Leider haben wir bei der schönsten Motorradstrecke in Schottland das schlechteste Wetter erwischt. Wir fahren die Westküste entlang bis zum Applecross Pass hoch, um dann weiter auf die Isle of Skye zu kommen. Der Deutsche sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Der Schotte sagt, wenn du schlechtes Wetter hast, musst du wieder bei schönem Wetter kommen. Und das werden wir auch tun.
Galloway-Rinder sehen einfach süß aus und animieren uns zu einem kleinen Fotostop. Meine Frau streichelt den Bullen, der hier im Gras liegt, und animiert die Kuh im Hintergrund nach vorne zu kommen, da sie natürlich auch ihre Streicheleinheit abholen möchte. Meine Frau vom lustigen Aussehen und der Zahmheit dieser Rinder begeistert ist, müssen wir langsam weiterfahren Richtung Applecross. Das war nun der erste Teil unserer Schottland-Rundfahrt, und wenn ihr den zweiten nicht verpassen wollt, dann abonniert kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich auch über ein Like freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.